Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Was machen wir heute? Hast du Freude? Also, ihr seht es schon ein bisschen im Hintergrund, Sachs 98 Kubik und selbstverständlich Vespa. Zeigen wir euch ein bisschen etwas für die das noch nicht kennen. Wir machen auch 98 Kubik Sachs natürlich und das Ganze auch sehr gerne. Ja, Sachs 98 Kubik. Also Sachs ist ja ein bisschen unsere Leidenschaft. Wir machen sehr viel Sachs. Du vor allem. Du machst fast Hauptsächlich Sachs, Sachs und Blech. Sachs und Blech natürlich, genau. Ja, und das ist sehr geil. Die 98 Kubik Sachs, das ist natürlich so ein bisschen eine eigene Sparte. Tuning ist sehr, sehr schwierig bei diesen Dingen. Eben, sie sind träge. Sie haben 2,5 PS für 100 Kubik, das ist natürlich nichts. Aber man muss auch dazu sagen, die haben es ab 1932 gebaut. Und in den 30er Jahren war es halt einfach anders gewesen. Die ganze Zweitakt noch nicht so weit wie heute. Es ist ein bisschen eine müde Banane, gerade wenn man natürlich da ein bisschen etwas auf die Waage bringt. Mit dem Kriegel drauf sieht das immer ganz anders aus. Ja, genau. Endgeschwindigkeit theoretisch 55 km/h. Aber ihr seht jetzt gerade, der Kriegel ist da mit einem Motor zusammenbauen, sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Klar, von dem 98 Kubik Sachs haben sie nachher die 50 Kubik abgeleitet. Das sieht man sehr deutlich. Ja, dann würde ich sagen, erzähl mal ein bisschen etwas, was du da machst. Da komm mal schauen. Da. Du musst mal näher kommen. Jetzt muss ich dir das mal zeigen. Der ist, weißt du, wie lange irgendwo gestanden und der war dreckig. Also ich habe 2 Stunden lang wirklich nur geputzt. Ich habe den aufgemacht und die 98 Motoren, Sachs 98 Motoren, die haben noch mit Flussfett. Die haben kein Öl drin, sondern Flussfett, weil die haben überall die Dichtungen. Die haben noch kein Simmering gehabt, sondern so Filzdichtungen. Das ist noch interessant. Auch bei der Kurbelwelle vorne. Dann habe ich den Motor komplett zerlegt, alles rausgekratzt, bützelt, alles dann kontrolliert, oder? Alle Teile, hey, kann man es noch brauchen, muss man noch irgendetwas bestellen, weil die Sachen können wir nicht einfach aus dem Schrank rausziehen. Das ist der Kupplungshebel, der drückt dann nachher da so auf das Stängeli. Das ist vorne schön abgerundet, gehärt natürlich. Und da hat es wirklich so 1,5 mm tiefes Loch gehabt. Das habe ich jetzt mit Chromstahl-Zusatz wieder schön aufgeschweißt. Und jetzt habe ich eben gerade gesehen, da oben hat es auch einen Filzring drin gehabt. Haben wir natürlich auch nicht mehr. Jetzt habe ich hier einen Ohrring gesucht, der schön hier reingeht. Und dann kommt der hier so rein, dass der da schön abdichtet tut. Und dass er wirklich schön Ring läuft. Dann haben wir hier die Ritzelwelle. Wir müssen kontrollieren, da, ob sie irgendwo verschlagen ist, fest eingelaufen. Haben wir das schön abgezogen, das ist eigentlich noch gut. Es hat hier eine ganz leichte Abnutzung. Aber mit dem Simmering, ich habe es ausgemessen vorher, das verhebt tipptopp. Die Gewinde sind gut, nicht verrostet. Hier auch bei den Zahnrädchen immer schauen. Jetzt grosse Abnutzungen. Und dann hier bei den Scheiben innen dran, wenn die eingelaufen sind, das sieht alles tipptopp aus. Jetzt kann man das mal reintun, um zu schauen, ob die Zahnrädchen auch schön miteinander laufen. Das kommt jetzt hier rein. Die Hülse musste ich auch wechseln, die war auch ausgeschlagen. Zack. Genau. Das Zahnrädchen parallel laufen, nicht irgendwie so. Mal den Kupplungshebel hier tun. Und es ist wirklich eigentlich ähnlich wie mit unseren Sachs 50, die wir sonst haben. Es ist wirklich sehr geil aufgebaut. Und das ist noch einer, ich kann mir sagen lassen, das Internet hat mir das gesagt. Kennst du das? Ja, das kann ich wirklich. Habe ich vorher geschaut. Es hat die Ausführung mit dem Kickstarter und ohne Kickstarter. Das ist jetzt der ohne. Und der Zylinderkopf hat es 2 verschiedene gegeben. Und von der Seite schaut, der ist so fächerförmig, sind die Rippen. Und die haben es gebaut bis 1935. Also das wird irgendwie vor der 35 sein, zwischen 32 und 35 Jahrgang. Ausser, das ist mal irgendetwas geändert worden, das weiss ich natürlich nicht. Und da weisst du natürlich nie, was alles gegangen ist und wie viel Mal das schon auseinandergenommen worden ist und etwas gebastelt. Darum musst du das wirklich von Grund auf eigentlich alles wieder schön ausmessen. Kontrollieren, lieber einmal zu viel als zu wenig. Und dann nachher, kommt das tipptopp. So, jetzt kann ich mal den Kerbnagel hier machen. Da.
Zack. Der ist drin. Und jetzt sollte das schön rein gehen. Geht nicht rein. Der Scheiß. Einen anderen Ohrring nehmen. In diesem Fall ist er zu gross. Das sind einfach so Anpassungen. Und das gehört halt dazu. So, komm jetzt. Oh, das geht schon. Ja. Und jetzt ist es schon viel besser. Die neue Kurbelwelle, die haben wir ersetzt. Die andere ist wirklich, hat so viel Spiel gehabt und du siehst halt einfach nie in die Lager rein, wie es da innen aussieht, gell? Nach 90 Jahren. Darum ersetzen wir das eigentlich immer ersetzen. Zack. Ja. Tipptopp. Einmal wenden. Ja. Zack. Schön schmieren. Steuerlager. Schulterlager, alles schön. Dann hier ein bisschen Fett hin. Wegen der Simmering. Simmering selber habe ich auch schon ein bisschen da. Jetzt tue ich das immer mal zusammenbauen und dann noch mal schauen wegen dem Spiel, ob alles passt. Weil durchs Pressen hast du einfach wieder, es sind einfach 2-3 Hundertstel, die es noch wieder ausmacht, wo es dann gerade klemmt oder eben ein bisschen zu viel Luft hat. Das ist in dem Fall so. Da hier. Zack. Tipptopp. Und jetzt da vorgelegte Welle rein. Flutsch. Jetzt das Witzelwelle. Zuerst hier aufschieben. Jetzt mache ich den mal zusammen. Wo klemmt's? Aha, so. Gut. Perfekt. Sie tut sich gut drehen lassen. Und jetzt kann man schauen, ob es Spiel hat. Und wirklich mit viel Kraft. Dann macht es gar nichts. Und so auch nicht. Aber man kann es gut drehen, also es hat genug Luft. Dann haben wir hier vorgelegte Welle. Das dreht sich auch gut. Tipptopp. Der Konus unten dran. Die Welle selber. Und so schauen, ob es Spiel hat. Ja, perfekt, das ist wirklich gut. Das ist die Kupplung, drücken da so raus. Simpel einfach. Dann haben wir noch Drittelwellen. Die dürfen ein bisschen mehr Spiel haben. Also 2-3 Zehntel. Ja, 2 Zehntel. Das hat sie jetzt gerade etwa. Ganz leicht. Gut, dann kann man das wieder aufmachen. Und jetzt tue ich hier noch die Schaltung hier. So, dann haben wir hier oben die Dichtung von außen. So. Das passt und die Distanz sind gut. Dann ich das hier wieder alles zusammensetzen. Und das. So. So, dann einmal anziehen. Nein, das passt mir nicht. Das hat jetzt wirklich 1 Millimeter Spiel. Jetzt tue ich es aber gleich mal schnell zusammenstecken.
ist schon besser. Jetzt geht es eben darum, wo ja, muss er eher gegen raus oder gegen rein, oder? Nicht, dass wir nachher nicht mehr Druck drauf haben auf der Welle. Und jetzt, die Welle ist jetzt so, die ist gerade. Und jetzt sehe ich, ja, es ist etwa, jetzt habe ich hier oben etwas zwischen 4 und 1,5 mm. Ja, das ist schon fast ein bisschen viel. Mal 0,3 mm hier tun. Ja, das ist gut. Jetzt habe ich hier die Standscheibe, das ist etwa 0,35 mm dick. Ich habe es auch leicht gebogen, dass es ein bisschen Vorspannung gibt. Und das kommt jetzt da zwischen die, wenn du siehst, da rein. Da kommt die Schaltwelle rein, so. Und jetzt wo mache ich jetzt das Auto? Ich glaube, ich muss den nochmal schnell rausnehmen. Und keine grosse Hilfe jetzt gerade? Nein, das tut mir leid. Ja, das geht schon. So, hier Pflümchen. Jawohl, tipptopp. Ganz leichtes Spiel, das ist ja gut, das muss er haben. Und wenn ich ein bisschen gebogen habe, lödert es nicht mehr so. Ja, das ist ja so gut. Die Zahnrädchen, die sind 1:1 zum Sachs 50. Also die können wir auch aus dem Gestell rausnehmen, das ist wirklich noch gut. Es hat wirklich ein paar Sachen, die mir sehr, sehr ähnlich sind. Das ist tipptopp, gut, gut. Einmal einfahren. Richtig gut entfetten, die Dichtflächen. Dann kann man nämlich noch mal schauen, ob es nicht irgendwo noch irgendetwas eingeklemmt hat. Ein Spönchen oder so in den Gewind gibt es ab und zu. Bei der Dichtung, das ist auch, schauen die gut an. Weil wenn es nicht ganz stimmt, dann gibt es da wie so Halbmünde, die ausreißen. Und wenn die nachher so umgeklappt werden und irgendwo auf der Dichtfläche liegen, dann ist es ein Scheiß. Weil dann ist er nicht dicht. Zum Abdichten, das kennt ihr ja auch, am besten wirklich so halt da ein bisschen zwischen die Finger nehmen. Dann hat man da immer von beiden Seiten schön die Dichtmasse dran. Hier gut positionieren. Schön andrücken, dann verschiebt sie sich auch nicht mehr. Schauen, dass sie hier oben sicher rauskommt oder bündig ist. Tschüss. Zack. Und dann Getriebe, das ist auch sehr ähnlich. Ist einfach noch gerade verzahnt, wie beim 502. Und dann die Elektroseite, das muss ich auch noch kontrollieren. Ja, genau. Das wär's. Dann mache ich jetzt hier weiter. Dann wünsche ich euch ein wunderschönes Tag und bis ein andermal. Tschüss zusammen.